Heute fahren wir auf den Vulkan El Teide. Das ist die mit 3715 Metern höchste Erhebung auf Teneriffa. Der Anstieg ist für uns gleich gut 40 Kilometer lang, aber es geht nur rauf bis auf ca. 2300 Metern. Bis ganz nach oben kommen wir also nicht. Warum das so ist und wie der Teide entstanden ist, versuche ich in dieser Animation mal zu erklären. Dazu gehen wir in der Zeit etwas zurück. Vor 8 Millionen Jahren sind zuerst die Vulkane Anaga, Teno und Adeche entstanden und viel von deren Lavagestein hat sich in der Mitte angesammelt. Vor 5 Millionen Jahren sind die 3 Vulkane erloschen und vor 4 Millionen Jahren ist in der Mitte das Vulkangebäude Cañadas entstanden. Zurückgeblieben ist davon heute ein riesiger Kraterkessel, den man auf der Satellitenaufnahme auch ganz gut erkennen kann. Und der Teide hat sich erst in der Neuzeit hier am Kraterrand aufgebaut und bildet heute die deutlich höchste Spitze. Und mit einem Blick darauf ist klar, bis da oben können wir nicht fahren. Und so führt uns die heutige Strecke von Puerto de la Cruz über die Nordauffahrt erstmal bis zum Observatorium Izana und dann fahren wir mitten durch den imposanten Kraterkessel und nehmen die lange Abfahrt bis nach Los Gigantes, von wo wir die nächsten beiden Ausfahrten machen werden. Die Strecke ist 119 Kilometer lang mit 2900 Höhenmetern. Unser Hotel liegt auf 80 Meter Höhe und von hier geht's permanent rauf. Guten Morgen. Ja, es ist jetzt ca. 10 vor 6, es ist noch dunkel und wir fahren heute auf den Teide von Puerto de la Cruz, also ich glaube die Nordanfahrt oder Nordost. Ja, wir machen noch hier ein paar Nachtaufnahmen und dann wird es irgendwann die Dämmerung einsetzen. So, wir haben die ersten 9 Kilometer. Wir wussten ja, das wird von Beginn an sehr steil. Ja, es ist sehr steil. Nach 11 Kilometern wird es ein bisschen frischer. 12 Grad werden mir jetzt angezeigt auf 680 Meter Höhe. Windweste an. Genau, Windweste an. Ja, und gleich in 4 Kilometern kommt ein Spar. Den steuern wir mal an für ein Croissant und vielleicht einen Kaffee oder so, wenn es sowas gibt. Doch, das war ja eine Kaffee, ja, eine Bar, glaube ich, ist das auch. Irgendwie so sowas Kombiniertes. 10 Meter weiter war die Bäckerei hier. Dann steuern wir doch mal die an. Gar nicht gesehen gehabt. Ein Bäckerteilchen haben wir also gehabt. Mal schauen, ob wir beim Sparen noch einen Kaffee bekommen. Kaffee haben die meisten Bäckereien einfach nicht. Es wird immer kühler. Im Reiseführer stand pro 100 Meter 1 Grad kälter. Jetzt werden mir 9 Grad angezeigt auf 800 Metern. Hier soll es einen Kaffee geben, hoffe ich. Hier kurz die Strecke vom Hotel bis hoch zur Bar. Sind jetzt deine Kamera-Lebensgeister auch geweckt nach dem Kaffee? Ja, die sind jetzt aufgeweckt. Da sind wir mittlerweile. Ja, Sonne haben wir bisher noch keine gesehen.
Die ist da vor uns noch hinterm Berg. Ich schätze mal halbe Stunde bis Stunde. Dann sind wir in der Sonne. Aktuell ist halt frisch. Ja, auf 960 Metern habe ich jetzt den Eindruck, wir kommen in die Wolken. So leicht ober uns, ja, über uns ist alles neblig. Ja, dann bin ich gespannt, ob wir oder wann wir über den Wolken sind. Ich glaube, die ersten Kilometer so im städtischen Bereich sind ja ein bisschen steiler. Jetzt wird es angenehmer, ne? Gerade 5%. Bisschen steiler. Mario untertreibt mal wieder maßlos. Die waren schon knackig. Aber ja, das geht jetzt gerade hier. Sehr schön. Sehr schöner Asphalt. Hier sieht man ein bisschen von den Folgen des Waldbrands in 2023, der mehr als 3 Monate angedauert hat. Entsprechend große Schäden hat er in Kommunen, auf Grundstücken und in der Natur angerichtet, wobei wir davon gar nicht so viel gesehen haben. Es gibt auch gerade mal diese beiden Aufnahmen und fahren konnten wir ganz normal. So, 8:08 Uhr, wir sind in der Sonne. Wir fahren hier früh morgens im Sonnenschein jetzt, sind aktuell über den Wolken so auf 1200 Meter. Ja. Aber die Wolkenhöhe kann sich ja täglich ändern, ne? Heute scheint es so zu sein. Ja, mittlerweile sind wir schon da oben, wo die Stecknadel mit den 6%, 7% steht. Ah ja, ja, Wolken. Ja. Ja, von da unten, glaube ich, irgendwo da. Okay. Da sind wir mit mir. 1272. Schon cool hier oben, ne? In der Sonne sind jetzt auch angenehme 15 Grad. Ist jetzt nicht mehr kalt. Anna hat noch ihre Weste an, aber das macht sie einfach gerne. Ist kein Indikator für Kälte. Ja, gerade relativ viel Wald und ja, immer noch 680 Meter. Obwohl es hier oben nicht wirklich steil ist, aber irgendwann wird es halt hart, ne? Zieht sich gerade ein bisschen. Ich freue mich, wenn wir oben so weitere Sicht haben, aufs Plateau kommen. Es wird Zeit für die gute Laune-Tüte. Oh, oh. Voll die saure Glühwürmchen. Genau, da ist eine ganz große gute Laune-Tüte. Also, das Bein geht noch hoch. Chaga, chaga, chaga. Wir schaffen das. Ja. Ja, genau, wir sind jetzt so, da. Man mag irgendwie gar nicht meinen, dass diese Gewälle hier noch 1075 Höhenmeter sind insgesamt. Ah, jetzt wird es mal flacher. Ja, wir kämpfen hier ordentlich. Ja, ist jetzt gerade wirklich schon richtig hart. Ich wünsche mir meine
Ankergänge. Ja, da denkt man zwischendrin, ach, hätte man doch sein Fahrrad mitgenommen und nicht so ein Leihrad. Ja, vielleicht das nächste Mal. Das ist die Strecke ab der Bar durch den Wald bis an den Rand des Kraters. Hier ist links jetzt der Abzweig zum, wie heißt's? Dieser Satellitenstation Isana oder Observatorium Isana. Und ja, da fahren wir jetzt erst noch hin. Guck mal, hier ein paar Geckos. Hallo, hallo. Und dann geht's da gleich weiter. Bei Abstechern fragt man sich ja öfter, lohnt sich das und muss das sein? Aber in diesem Fall absolut. Es ist sehr ruhig, tolle Landschaft und man kann runter Richtung Meer unter Wolken schauen. Einfach toll. Ja, wir sind über den Wolken. Das ist ein cooles Gefühl. Ich sehe gerade die Straße da. Jetzt sehen wir zum ersten Mal das Observatorium oder die Sternwarte Isana. Herrliche Landschaft hier oben auf 2300 Metern fast. Was machst du? Warte. Warte auf meinen Schatz. Ja, das macht er. Ja, krass, ne? Ja, wir sind da rechts abgebogen. Hier oberhalb ist die Station. Und dann geht es jetzt hier links rum und dann, ja, 970 Meter noch. So, hier oben ist das Observatorio del Teide. Steht da? Ah, nur für autorisiertes Personal, ja. Okay, verstehe. Ja. Schade, näher kommen wir wohl nicht dran. Ah. Gut, also höchster Punkt der Tour. Geben Sie mir eine Faust. Mehr soweit das Auge reicht hier. Ja, und hier rechts hinter versteckt sich jetzt der Teide. Gut. Ja, jetzt haben wir 3 Kilometer ein bisschen runter und dann geht es wieder rauf. Ne? Wir ziehen jetzt aber keine warmen Windweste an. Ne?
Hier kurz der Abstecher in der Kartenanimation. Cola und Zuckerkrapfen. Anne pult hier möglichst sorgfältig mit nur einem Finger den Zucker von dem Teilchen. Und es geht weiter. Der Teil, der jetzt folgt, ist genau diese Strecke durch den Krater. Ja, jetzt sind es 32,8 Grad, aber ein Windchen geht auch immer mal wieder hier oben. Ja, für den Hubschrauber hier hoch hatten wir leider kein Geld, deswegen mit dem Fahrrad. Ein Lavafeld. So, das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem die Höhenmeter von heute geschafft sind. Wir machen uns fertig für die Abfahrt und sind sehr happy. Ich bin fertig. Ja, das ist auch absolut okay. Ich bin auch fertig. Ich bin auch fertig. Nur noch diese Straße bis zur Kuppe und dann ist es geschafft und die richtige Abfahrt geht los. Jetzt also die 38 Kilometer lange Abfahrt bis ans Meer, auf der wir ziemlich genau 2000 Höhenmeter verlieren. Alles okay? Ja, der Wind kam halt aus allen Richtungen.
Dann sind wir auch schon an der Küste und rollen noch ein paar Kilometer bis zu unserem zweiten Standort nach Los Gigantes. Das Gelbe hier ist unser Hotel und hier noch die restliche Strecke in der Kartenanimation. Geschafft. Geschafft. Faust. Okay. Kann Ja, sein, dann, dass es hier 40 Grad ist. dann checken wir jetzt mal in den zweiten Standort ein. So angekommen. Jetzt hätte ich total Lust gerade auf ein bisschen was Salziges, so Pringles. Aber ich habe nur noch gute Laune, Haribo. Aber die vernasche ich jetzt. Mario ist gerade an der Rezeption. Oh, hier ist jetzt schön schattig. Angenehm, wir haben es geschafft. Unfallfrei. Sehr gut. Ja, wir können die Räder aufs Zimmer packen. Poolhandtücher haben wir auch schon. Ja, der Raum ist ja auch ziemlich groß. Ich dachte, das ist ein Raum für 6. Also können wir auch, wenn wir keine Kinder haben, können wir 2 Räder reinpacken. Oh, jetzt bin ich aber ganz neugierig, was wir jetzt für ein Zimmer haben. Ich glaube, es ist einfach. Hier, gut. Ja, hier. 2 Räder haben wir. 2 Räder haben Platz, eindeutig. Kurze Zeit später hat der Rennradvermieter mein richtiges Rad vorbeigebracht und nicht nur das bisherige Rad, sondern auch Anne und mich zurück nach Puerto de la Cruz gefahren. Denn da waren ja noch unsere ganzen anderen Sachen und die haben wir am nächsten Tag mit dem Taxi zum zweiten Standort transportiert. Dort waren wir ab dem nächsten Tag in unmittelbarer Nähe zur Steilküste von Los Gigantes. Die Felsen fallen hier bis zu 450 Meter senkrecht ins Meer ab. Die Pause tat gut, waschen konnten wir auch und das große Apartment mit der Terrasse war sehr chillig. Damit endet das Video vom El Teide. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das Video ist jetzt für mich im Schnitt gerade fertig. Diese Aufnahme, die ich jetzt noch drehe, die packe ich dahinter. Ja, und dann denke ich, kann ich das Video morgen schon online stellen. Also heute ist Sonntag, da ist der große Wahltag. Da brauche ich das Video nicht online stellen, aber morgen Abend, denke ich, passt das. Die Untertitel sollte ich bis dahin fertig bekommen. Und ja, am Freitag beginnt ja dann die EM in Deutschland. Danach kommen die Sommerferien und deswegen geht der Kanal jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir sehen uns dann ab September wieder. Dann kommen ja die restlichen Videos von Teneriffa und auch zum Beispiel ja, ein Video wurde das öfter auch schon angefragt von unseren beiden Rennrädern. Die haben wir noch gar nicht gezeigt. Und auch sonst habe ich viele gute Videoideen, denke ich. So einiges ist auch schon dieses Jahr nichts geworden wegen dem schlechten Wetter. Das muss sich dann entweder später ins Jahr verschieben oder ich verschiebe es aufs nächste Jahr. Also bleibt dabei, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal. Das freut mich. Und insofern habt einen schönen Sommer. Bis bald. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.